Was ist der Unterschied zwischen Gehaltsumwandlung und Gehaltsextra? Wir unterscheiden zwischen zwei Jobrad-Varianten: das Jobrad per Gehaltsumwandlung und das Jobrad als Gehaltsextra. Beim Jobrad per Gehaltsumwandlung wird ein Teil deines Bruttogehalts in eine Nutzungsüberlassung umgewandelt. Du verzichtest also monatlich auf einen kleinen Teil deines Gehalts, abhängig von der Höhe der Leasingrate. Dafür überlässt dir deine Arbeitgeberin das Jobrad zur freien Nutzung. Da du das Jobrad auch privat nutzen darfst, entsteht steuerrechtlich ein sogenannter geldwerter Vorteil. Hierfür gibt es die 0,25%-Regel. Diese definiert die Bemessungsgrundlage für die Lohnsteuer. Vereinfacht gesprochen 0,25% der unverbindlichen Preisempfehlung deines Fahrrads. Ganz konkret: ein Viertel des Listenpreises deines Rades wird auf volle 100 Euro abgerundet und davon werden 1% als geldwerter Vorteil festgelegt. Dieser Gesamtbetrag unterliegt dann wiederum deiner individuellen Lohnsteuer. Was ist der Vorteil vom Dienstradleasing? Mit einem Jobrad kannst du bis zu 40% gegenüber einem herkömmlichen Kauf sparen. Warum ist das so? Bei der Gehaltsumwandlung geht quasi die Leasingrate von deinem Bruttogehalt ab, also bevor Steuern für den Umwandlungsbetrag entstehen können. Hier greift dann bereits die 0,25%-Regelung und du musst nicht die volle monatliche Rate versteuern, sondern den betragsmäßig geringeren geldwerten Vorteil. Der Gesamtbetrag für die Einkommenssteuer ist also niedriger und dadurch fallen weniger Steuern und Sozialabgaben an. Damit das nochmal klarer wird, hier eine unverbindliche Beispielrechnung. Nehmen wir an, dein Wunschrad kostet 2.900 Euro und dein Bruttomonatsentgelt beträgt 3.800 Euro. Dann hast du eine relative Ersparnis von 33%. Wenn sich dein Unternehmen auch noch an den Kosten beteiligt und wie in diesem Beispiel hier die Versicherung übernimmt, verringert sich die Umwandlungsrate entsprechend um den jeweiligen Betrag. Jobrad als Gehaltsextra. Hier übernimmt das Unternehmen die vollen Kosten und überlässt dir das Jobrad zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Die Nutzungsüberlassung ist also ein Gehaltsextra und dieses Gehaltsextra ist steuerfrei. Das heißt, der geldwerte Vorteil, der durch die Überlassung entsteht, muss nicht versteuert werden.